Großraketen wie diese, Hunderte von Tonnen schwer, brachten Menschen und Geräte zum Mond, schickten Raumsonden auf die Flugbahnen zu anderen Planeten und beförderten Hunderte künstlicher Satelliten in Erdumlaufbahnen. Aber sie flogen nur einmal. Wegwerfraketen prägten die erste Phase der Raumfahrt. Eine Phase, die nunmehr in den USA ihr Ende finden soll. Dieses Gerät soll von nun an den Zugang zum Weltall verschaffen. Sein Name Raumtransporter oder Space Shuttle. Der Raumtransporter, hier im Trickbild, startet wie die bisher verwendeten Raketen vertikal. Angetrieben wird er durch 2 Feststoffraketen und 3 Haupttriebwerke. Nach 45 Sekunden Flug in einer Höhe von 40 Kilometern sind die Feststoffraketen ausgebrannt. Sie werden abgesprengt. An Fallschirmen sinken sie zu Boden, um später wieder verwendet zu werden. In 110 Kilometer Höhe ist auch der Treibstoff für die Haupttriebwerke verbraucht. Der Tank wird abgesprengt. Er versinkt im Ozean. In der letzten Phase des Aufstiegs bringen Manövriertriebwerke den sogenannten Orbiter in eine Erdumlaufbahn zwischen 185 und 1100 Kilometer Höhe. In dieser Satellitenbahn bleibt der Orbiter bis zu 30 Tage. Er öffnet seine Nutzlastbucht. Die Besatzung beginnt mit der Arbeit. Mit astronomischen Messungen und Erdbeobachtung, mit physikalischen und medizinischen Experimenten. Dann werden die Luken wieder geschlossen und die Rückkehr zur Erde beginnt. Mit den Manövriertriebwerken bremst der Orbiter seine Fahrt. Die Anziehungskraft der Erde wirkt wieder stärker als die Fliehkraft des Fahrzeugs und so sinkt es in tiefere und dichtere Schichten der Erdatmosphäre ab. An den Außenseiten wird es durch die Reibungsbremsung rotglühend aufgeheizt. Der Landeanflug beginnt. Im Notfall ist eine Landung auch auf Bahnen außerhalb der USA möglich. Wie ein großes Segelflugzeug schwebt der Raumtransporter antriebslos der Landebahn entgegen und setzt mit etwa 350 Kilometer pro Stunde auf. Das wiederverwendbare Transportsystem bedeutet für die Raumfahrt eine völlig neue Technologie. 9 Jahre. 2 Jahre länger als veranschlagt haben Entwicklung, Montage und Erprobung der Bauteile in Anspruch genommen. Jetzt erst steht er bereit für den ersten Flug mit Menschen an Bord in eine Erdumlaufbahn. Dies ist das erste Exemplar eines Orbiters, die Enterprise, in den Fabrikationswerkstätten in Kalifornien. Roll-out, Herausrollen der fertigen Enterprise aus der Montagehalle der Firma Rockwell in Palmdale. Von hier aus wird sie auf dem Landweg zu ihrem ersten Flugtest zum Militärflughafen Edwards in der kalifornischen Wüste geschleppt. Es ist ein schwieriges Unternehmen. Für die 58 Kilometer benötigt man 11 Stunden. Die Bilder lassen nicht ahnen, dass sich dieses Monstrum einmal mit 28-facher Schallgeschwindigkeit im Weltall um die Erde bewegen wird. Die Namen, die die Amerikaner ihren Raumtransportern geben, erinnern an die Zeit der großen Segelschiffe. Columbia, Challenger, Discoverer und Atlantis.
Während der Orbiter zum Test vorbereitet wird, proben die Astronauten im 2500 Kilometer entfernten Houston in Texas den Landeanflug mit dem neuen Transporter. Ein Computer simuliert die Wirklichkeit. Er reagiert auf alle Handgriffe. Wir befinden uns hier in einem Simulator, in dem man den Landeanflug des Raumtransporters nachvollziehen kann. Das, was wir hier sehen, ist der Pilotenkanzel im Orbiter nachgebildet mit allen Instrumenten, insbesondere die Anzeigegeräte und die verschiedenen Bedienungsanlagen. Und man kann, wenn man aus diesem Cockpit hier herausblickt, die Landschaft so sehen, wie sie sich dem anfliegenden Raumtransporter darstellt, bis zum Augenblick der Landung auf der Landebahn in Cape Canaveral. Und diese Instrumente hier geben Auskunft über den Flugzustand. Wir haben hier die diversen Anzeigegeräte, mit deren Hilfe man den Landeanflug vornehmen kann. Hier auf dieser Skala zum Beispiel wird angezeigt der Sinkwinkel, unter dem wir anfliegen, beziehungsweise der Steigwinkel. Hier diese beiden Ziffern geben an die Geschwindigkeit, und zwar hier ausgedrückt in Mach-Einheiten, das heißt also in Einheiten der Schallgeschwindigkeit, und hier in Knoten oder nautischen Meilen pro Stunde. Mithilfe dieses Gerätes hier wird die Lage des Horizonts, also die Neigung des Raumtransporters angegeben. Hier kriegen wir Aussagen über die Sinkgeschwindigkeit bzw. die Höhe, diese Höhe angegeben in jeweils 1000 Fuß. Wir sehen hier 22.000 Fuß, also 6.600 Meter. Das ist unsere augenblickliche Ausgangsgeschwindigkeit. Und ich will nun den Simulator einmal in Betrieb setzen, um den Landeanflug durchzuführen, um ihn also zu simulieren. Start, please. Wir können nun auf den Instrumenten erkennen, dass wir uns im Sinkflug befinden, und zwar mit etwa 100 Fuß im Augenblick. Die Höhe beträgt jetzt gleich 20.000 Fuß, das heißt also 6.000 Meter. Und wir haben im Augenblick eine Geschwindigkeit von nahezu 300 nautischen Meilen pro Stunde, also 300 Knoten, etwas zu viel. Deswegen müssen wir jetzt den Fallflug ein wenig abbremsen. (12.000 Fuß). Und all das, was man hier auf den Instrumenten ablesen kann, das zeigt sich gewissermaßen auch beim Blick nach draußen. Wir sehen jetzt deutlich, wie die Landschaft auf uns zuzukommen scheint infolge des Sinkfluges und wie wir uns der Landebahn entgegenbewegen. (1200 Meter Höhe). Und jetzt haben wir unsere Warnlichter, die mir sagen, dass ich das Fahrgestell ausfahren muss. Und nun die Landung, die Skala steht auf 0. In Edwards Air Force Base in Kalifornien wird der Orbiter auf eine Boeing 747, einen Jumbojet, montiert. Der Düsenriese soll das Raumfahrzeug auf 10.000 Meter Höhe schleppen, damit dort sein Verhalten in der letzten Flugphase bei der Rückkehr zur Erde untersucht werden kann. Bei diesem ersten Flug vor 4 Jahren, am 18. Februar 1977, ist der Orbiter noch unbemannt. Er bleibt fest mit dem Düsenflugzeug verbunden. Mit dem Orbiter auf dem Rücken landet die Boeing 747 wieder in Edwards.
Das Innere des Jumbojet ist mit Registriervorrichtungen angefüllt. Sie haben Daten über die Flugeigenschaften aufgezeichnet, über Belastungen, Windkräfte und Manövrierfähigkeit. Acht dieser gefesselten Flüge wurden unternommen. Bei 3 waren jeweils 2 Astronauten an Bord des Orbiters. Auf einer Computergrafik trennt sich der Orbiter vom Jumbojet. Simulation des wirklichen Ereignisses. Es fand erstmals am 12. August 1977 statt. Durch einen Knopfdruck werden die beiden Flugkörper voneinander getrennt. Langsam zieht der Orbiter durch seinen eigenen Auftrieb in die Höhe. Er durchfliegt eine weite Kurve. Zum ersten Mal können die Astronauten die Flugeigenschaften des Orbiters im Landeanflug, den sie so oft in den Simulatoren in Houston geübt haben, in der Wirklichkeit proben. Fünf derartige Abwürfe und Landungen werden vorgenommen. Dann, am 26. Oktober 1977, ist diese Phase der Tests abgeschlossen, der Orbiter für flugtauglich erklärt, was die letzten Kilometer Flug in der Atmosphäre und die Landung angeht. Im Marshall-Raumflugzentrum in Huntsville in Alabama wurde der Orbiter im dynamischen Teststand erprobt. Hier ging es um das Schwingungsverhalten in vertikaler Lage. Verschiffung eines Triebwerks des Orbiters. Diese Triebwerke sind Neuentwicklungen. Sie mussten am Erdboden vielfach getestet werden. Diese Triebwerke sind hochgezüchtete technische Geräte, die das Ergebnis einer langen, komplizierten Entwicklung darstellen. Es handelt sich um Hochdrucktriebwerke, in denen Treibstoff und Verbrennungsträger unter einem Druck von 200 Atmosphären ihre Energie freisetzen. Über 8 Minuten donnern diese 3 Triebwerke. Sie erbringen einen Schub von 640 Tonnen, das entspricht dem Startschub von etwa 13 Jumbojets. In den 8 Minuten werden 2 Millionen Liter flüssiger Sauerstoff und flüssiger Wasserstoff von ihnen verbraucht. Die Triebwerke sind regelbar, um den Andruck beim Flug in Grenzen zu halten. Derartige Neuentwicklungen der Raketentechnik nehmen viele Jahre in Bis zu 20 Mal will man die leergebrannten Hüllen bergen, wieder mit Treibstoff füllen und erneut verwenden. Auch das trägt zur Senkung der Raumflugkosten bei. Der große Außentank enthält in seinem vorderen Teil 600 Tonnen flüssigen Sauerstoff als Verbrennungsträger und im hinteren Tankteil 100 Tonnen flüssigen Wasserstoff als Treibstoff. Der mächtige Tank von 47 Meter Länge und 8,5 Meter Durchmesser auf dem Transport zur Endmontage mit Feststoffraketen und Orbiter. Dieses Bild konnte man erstmals im Juli 1979 sehen. Versuchsweise waren die 3 Hauptkomponenten des Raumtransporters montiert worden. Der Orbiter mutet im Vergleich zu dem gewaltigen Tank und den beiden seitwärts sitzenden Feststoffraketen klein an. Dennoch
hat auch er eine Länge von über 37 und einen Durchmesser von knapp 4 Metern. Sein Cockpit erreichen die Astronauten über eine Schwenkbrücke. Dies ist das Kontrollzentrum für den Raumtransporter auf dem militärischen Raketenstartplatz Vandenberg in Kalifornien. Der Raumtransporter wird nicht allein zivile, sondern auch militärische Aufgaben erfüllen. In Vandenberg baut die amerikanische Luftwaffe deshalb eine Startanlage, von der ab Mitte der 80er Jahre vor allem Aufklärungssatelliten mit dem Raumtransporter in polare Umlaufbahnen gebracht werden können. Anzüge, die vor den Gefahren des Weltraums schützen. Während des Fluges in der Erdumlaufbahn brauchen die Astronauten sie im Allgemeinen nicht, wohl aber in kritischen Phasen des Unternehmens, wie dem Wiedereintritt in die dichtere Erdatmosphäre oder natürlich beim Verlassen ihres Fluggeräts im luftleeren Weltall. Der Raumanzug schließt den Astronauten hermetisch in eine ihm eigene Umwelt ein. Atemluft, Temperatur und Feuchtigkeit ähneln jedoch den normalen irdischen Bedingungen. Das ausgeatmete Kohlendioxid wird beseitigt. Prüfung für die Astronautenlaufbahn. Jetzt auch für Frauen zugänglich. Ein gesundes, belastbares Herz ist eine der Voraussetzungen, um Astronaut zu werden. Als die NASA vor 5 Jahren Kandidaten für den neuen Raumtransporter suchte, meldeten sich mehr als 8000 Interessenten. In der Höhenkammer wird die Reaktion des Menschen auf verminderten Luftdruck untersucht. Alle technischen und medizinischen Daten verfolgt und analysiert das Hilfspersonal außerhalb der Kammer. Im Raumanzug betritt die Versuchsperson die Höhenkammer. Sie dient ebenso der Untersuchung der Aspiranten wie dem Training ausgewählter Kandidaten. Inzwischen warten in den USA 70 Männer und 8 Frauen auf ihren Flug ins Weltall. Darunter ein Arztehepaar. Die zukünftigen Astronautinnen werden vor allem als sogenannte Missionsspezialisten im Cockpit des Raumtransporters arbeiten. Vorausgesetzt wird neben Gesundheit und Risikobereitschaft ein abgeschlossenes Studium in den Ingenieurswissenschaften, in Medizin, Mathematik oder Biologie. Auf das Überlebenstraining im Wasser wird großer Wert gelegt. Über 2/3 der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Raumfahrzeug bei einer Notlandung im Ozean niedergeht, sehr groß. Wer sich um eine Stelle als Raumtransporterpilot bewirbt, muss wenigstens 1000 Flugstunden hinter dem Steuerknüppel einer Düsenmaschine nachweisen. Die meisten Anwärter kommen darum aus der Luftwaffe, wie bei den Astronauten der ersten Generation in den 60er und 70er Jahren und den Besatzungen der Apollo-Raumschiffe. Auch zur Simulation der Schwerelosigkeit werden Flugzeuge benötigt. Bei einem sogenannten Parabelflug kann für kurze Zeit die gleiche Bedingung geschaffen werden, die für einen Raumflug kennzeichnend ist. Schwerelosigkeit wirkt sich auch auf das Verhalten des Materials, zum Beispiel auf Flüssigkeiten und Treibstoffe aus. Aktivitäten der Besatzung werden durch Halterungen erleichtert.
Man versucht Schwerelosigkeit auch unter Wasser nachzuahmen. In großen Bassins, im Marshall-Raumflugzentrum in Huntsville, Alabama und im Johnson-Raumflugzentrum in Houston, Texas, werden diese Experimente angestellt. Strukturen für große Raumstationen sind in diesen Bassins errichtet, um ihre Handhabung in der Schwerelosigkeit proben und üben zu können. In Taucheranzügen, den Raumanzügen vergleichbar, arbeiten die Astronauten an ihnen. Im Flugkontrollraum von Cape Canaveral werden die Astronauten auch mit den Aufgaben der Flugkontrolleure vertraut gemacht, die über ihren Flug und ihre Tätigkeit im Weltall wachen. Verschiedene Simulatoren stehen ihnen zur Verfügung, um alle Phasen des Raumfluges so realistisch wie möglich am Boden proben zu können. Selbst das Verlassen des gelandeten Orbiter durch die Cockpitfenster wird geübt. Hier könnte Schnelligkeit lebensentscheidend sein. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird der Orbiter durch die Reibung mit der Luft stark aufgeheizt. Die Flügelvorderkanten und die Nasenspitze werden über 1500 Grad heiß. Der Großteil der Zelle nimmt bis zu 650 Grad an. Leitflächen und Flügelunterseite erhitzen sich bis zu 1260 Grad. Um diese Temperaturen aushalten zu können, sind spezielle hitzebeständige Kacheln für den Orbiter entwickelt worden. Hergestellt werden sie aus Siliziumfasern. Wegen der Kanten und Rundungen des Orbiters sind sehr unterschiedliche Formen erforderlich. 34.000 derartige Kacheln sind auf große Teile der Aluminiumhaut des Orbiters aufgebracht. Ihre Befestigung und zunächst mangelnde Haftung warf besondere Probleme auf. Sie trugen ebenso wie die Schwierigkeiten mit den Triebwerken zur Verzögerung des Programms bei. Bei den ersten Testflügen des Orbiters Enterprise, nach den Abwürfen von der Boeing 747, hatten sich zahlreiche Kacheln gelöst. Es dauerte geraume Zeit, bis ein geeignetes Klebeverfahren gefunden worden war. ...100 Flüge sollen diese Fliesen überstehen. Langwierige Entwicklungen, Tests und Erprobungen waren notwendig, um die dafür notwendige Zuverlässigkeit zu entwickeln. Auch hieraus entstanden zeitliche Verzögerungen und Kostensteigerungen. Sie hoben die ursprünglichen Kosten des Raumtransporters von 5,8 Milliarden Dollar auf über 9 Milliarden Dollar an, hauptsächlich aufgrund der Inflationskosten, die sich ja zusätzlich dadurch steigerten, dass die Entwicklungsperiode ausgedehnt werden musste. Ursprünglich hatte man gehofft, mit dem Raumtransporter auf etwa 1/10 derjenigen Transportkosten zu kommen, die man bei den normalen, herkömmlichen Verlustträgerraketen hat. Heute ist man froh, wenn man diesen Kostenpreis etwa auf 50% senken kann. Allerdings, wenn der Raumtransporter sehr intensiv angewendet wird, also viele Flüge in kurzen Zeiträumen macht, dann sollte es möglich sein, in der Zukunft die Kosten noch weiterhin zu senken. Das breite Anwendungsspektrum des Raumtransporters aber bietet hierfür gute Aussichten. 18,5 Meter ist die Nutzlastbucht des Orbiters lang, 4,5 Meter misst der Durchmesser. Lasten bis zu 30 Tonnen kann der Orbiter darin aufnehmen und in die Erdumlaufbahn befördern.
Das bedeutet, dass er gewaltige Satelliten in den Raum hinausbringen und in der Erdumlaufbahn freisetzen kann. Der Transport von Satelliten wird eine der wesentlichen Aufgaben des Raumtransporters sein. Ein Greifarm, von den Astronauten im vorderen Pilotenraum fernbedient, wird das Entladen besorgen. Zukünftige Satelliten können in ihren Ausmaßen die der bisher verwendeten Satellitenkörper weit übertreffen. Die Einschränkungen, die bei den herkömmlichen Trägerraketen bestanden, gibt es nicht mehr. Der Raumtransporter kann aber auch große, ausklappbare Teleskope in der Nutzlastbucht mitführen, mit denen Himmel und Erde beobachtet werden. Hier erschließen sich der Erderkundung, beispielsweise der Suche nach neuen Rohstoffquellen, völlig neue Möglichkeiten. Der Raumtransporter soll auch automatische Fernrohre in der Erdumlaufbahn stationieren und ganze Satellitengruppen abstoßen, um sie nach einer bestimmten Zeit wieder zu bergen und zur Erdoberfläche zurückzubringen. Der astronomischen Forschung eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten dadurch, dass man mit dem Raumtransporter erstmals große Teleskope über die absorbierenden Schichten der Erdatmosphäre hinausbringen kann. Dieser Teleskopspiegel von 2,4 Meter Durchmesser wird 1984 als Teil eines astronomischen Fernrohrs vom Raumtransporter in einer Erdumlaufbahn stationiert werden und unser Wissen über das Universum erweitern. Der Raumtransporter wird aber auch Raketenstufen mitführen, die Satelliten und Raumsonden weiter ins All befördern. Vielleicht wird er auch schon dazu verwendet werden, große Raumstationen und Sonnenkraftwerke in der Erdumlaufbahn zu errichten. Die Bauteile für diese großen Strukturen wird er einzeln ins Weltall hinausbringen, wo sie von Menschen montiert werden. Derartige Anlagen werden zur Industrialisierung des Weltalls führen, zur Errichtung von Produktionsstätten, Fabriken im Weltall. Zukunftsvisionen, die sich folgerichtig aus der zweiten Phase der Raumfahrt mit dem wiederverwendbaren Space Shuttle ergeben, der den Transport in das Weltall billiger machen soll. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ist eine zivile Behörde. Aber bereits zu Beginn der Raumtransporterentwicklung wurde klar, dass dieses neue Konzept für die Raumfahrt auch von militärischer Bedeutung ist, denn der Raumtransporter soll ja den größten Teil aller bisherigen Verlustträgerraketen ersetzen. Und so wird die amerikanische Luftwaffe auch ihre Aufklärungs-, Verteidigungs-, Beobachtungs- usw. Satelliten mit dem Raumtransporter starten. Darüber hinaus werden eine Reihe neuer militärischer Projekte verfolgt, wie beispielsweise die Erprobung von Killer-Satelliten, ein Gebiet, auf dem sich die Sowjetunion ja bereits seit vielen Jahren betätigt. Etwa 1/3 aller Raumtransporterflüge werden deshalb von militärischer Natur sein. Eine entscheidende Neuerung für die bemannte Raumfahrt ist das von der Europäischen Weltraumbehörde ESA in Auftrag gegebene Raumlabor Spacelab, das in 2 Jahren zum ersten Mal in der Ladebucht des Space Shuttle mitfliegen soll.
Im September 1973 unterzeichnen in Washington der Chef der NASA und der Generaldirektor der Europäischen Weltraumforschungsorganisation ein Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Erprobung und Nutzung der Weltraumtechnik. Das ist zugleich die Geburtsstunde des europäischen Raumlabors Spacelab. Es besteht aus offenen Paletten, die Geräte für Messungen und Beobachtungen aufnehmen, und aus dem zylinderförmigen Labor mit seinen Schränken und Experimentiereinrichtungen. In der Ladebucht bleibt das Labor fest mit dem Raumtransporter verbunden. Die Ausstattung wird je nach Auftrag und Wunsch der Experimentatoren zusammengestellt. Bis zu 30 Tagen kann der Aufenthalt in der Erdumlaufbahn dauern. Von den bis 1992 geplanten 420 Flügen des Raumtransporters sollen nach dem gegenwärtigen Planungsstand etwa 200 für Spacelab vorgesehen werden. Sehr unterschiedlich sind die Aufgaben, die die Besatzung des Labors übernehmen wird. Durch einen Tunnel gelangen die sogenannten Nutzlastspezialisten vom Cockpit zu ihrem Arbeitsplatz im Labor. Zum Programm gehören Entwicklung und Test neuer Werkstoffe im Vakuum und in der Schwerelosigkeit. Dazu kommt astrophysikalische Forschung, ebenso Erdbeobachtung. Gebaut werden gegenwärtig zwei sogenannte Flugeinheiten des Raumlabors. Hier bei der Erno Raumfahrttechnik in Bremen wird die Arbeit von Firmen aus 10 europäischen Ländern koordiniert und die Endmontage vorgenommen. Die Gesamtkosten des Labors liegen einschließlich der Entwicklung bei 1,5 Milliarden Mark. Anteil der Bundesrepublik 64%. Spacelab ist nicht nur eines der teuersten und aufwendigsten Unternehmen, das sich die Europäische Raumfahrtorganisation ESA bis in die 90er Jahre leistet, es ist zugleich ein Projekt, mit dem die Europäer technisch und wissenschaftlich Anschluss suchen. Es gibt kritische Stimmen, die daran zweifeln, dass die Ziele, die Planer und Forscher sich gesteckt haben, auch erreicht werden. Der Vorsprung der USA auf allen Gebieten der Raumfahrttechnik sei ohnehin nicht mehr einzuholen. Mit dem Labor, das die Europäer bauen, sollen auch europäische Wissenschaftler in den Weltraum fliegen. Ulf Merbold, Doktor der Naturwissenschaften und ehemals Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Metallforschung, bereitet sich mit einem Schweizer und einem niederländischen Kollegen auf diese Aufgabe vor. Mit einem Schlitten, er wird später im Raumlabor mitgeführt, versucht man Störungen des Gleichgewichtsorgans und damit der Orientierung zu ermitteln. Das Gefühl für Richtung und Geschwindigkeit stimmt hier nicht immer mit der Wirklichkeit überein. Okay. Rückwärts, stopp. Stopp. Rückwärts, stopp, vorwärts. Rückwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Oh.
Eine andere Versuchsanordnung hilft, Gleichgewichtsstörungen zu erforschen, die durch optische Eindrücke verursacht werden. An diesem Helm sind eine Fernsehkamera und ein Bildschirm montiert. Während die Kamera das eine Auge beobachtet, liefert der Monitor dem anderen eine Information. Jetzt sind schon arg warm. Ah, das ist auch warm. Geht's? Aber Können Sie mal einen kurzen Bericht von dem geben, was Sie jetzt unter dem Helm erlebt haben? ja, jetzt am Ende habe ich Streifen gesehen, die sich von links nach rechts bewegen. Und das Auge versucht also mehr oder weniger automatisch den Streifen zu folgen und springt dann also immer zurück, um einen neuen Streifen zu greifen, wenn Sie so wollen. Und das kann man dann auf der anderen Seite mit einer Kamera verfolgen. Und vorher hat sich vor meinem Auge sozusagen die Welt gedreht, und zwar um die Achse aus dem Auge heraus. Die Beine mal voreinander stellen. Haha, interessant. Mach die Augen zu, ja? Ja. Augen zu, Beine voreinander. Nur solange die Augen geschlossen bleiben, gelingt es Dr. Merbold, die Balance zu halten. Augen auf. November 1980. Der Prototyp des Weltraumlabors Spacelab verlässt die Montagehalle in Bremen. Mit dem deutschen Wissenschaftsastronauten nehmen auch seine Kollegen Claude Nicollier aus der Schweiz und Wubo Ockels aus den Niederlanden an dem kleinen Festakt teil. Zeitweise haben bis zu 1000 Mann beim Bau und bei der Montage des Labors und des Prototyps mitgearbeitet. Drei Großraumflugzeuge bringen das Gerät vom Flughafen Hannover nach Cape Canaveral, wo man gegenwärtig das Einfügen des Labors in die Ladebucht des Raumtransporters probt. Im Laufe dieses Jahres wird dem Prototyp das erste flugfähige Spacelab aus Bremen folgen. Im September 1983 soll es in den Weltraum starten. Das Programm für diesen Erstflug steht bereits heute fest. Es umfasst 37 wissenschaftliche Experimente. Die Europäer haben mit 2/3 Anteil daran. 10 Vorschläge kommen aus der Bundesrepublik. Bei der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz wird das Forschungsprogramm koordiniert. Dort haben sich bis heute etwa 700 Interessenten gemeldet, zu gleichen Teilen Universitäten, hochschulfreie Forschungseinrichtungen und Industriefirmen, unter ihnen auch Krupp und Bayer, die zudem einen Teil der Kosten für ihre Experimente auch selbst übernehmen. Im Übrigen handelt es sich vorerst noch um öffentlich geförderte Forschung. Für die Amerikaner macht sich die Transporthilfe schon bald bezahlt. Wer ein Space Shuttle mietet, wird mit 45 Millionen Dollar zur Kasse gebeten. Das ist weit mehr, als man zum Beginn der Planungsphase vorausgesagt hat. Seit März 1979 sind auf Cape Canaveral mehrere Etappen der Startvorbereitungen für den ersten Raumtransporter Columbia simuliert worden. Es ist nach der Enterprise der zweite Orbiter, aber der erste, der ins Weltall fliegen wird. Im Dezember 1980 verlässt der Raumtransporter die 160 Meter hohe Montagehalle. Vorsichtig wird das 1300 Tonnen schwere Gebilde Meter für Meter von seinem Fahrzeug, dem großen Raupenschlepper, voranbewegt und vor dem Gebäude auf die Schotterbahn geschoben.
Neugierig verfolgen Techniker das Geschehen vom Kontrollraum aus. Hier wird die automatische Startfolge der letzten 9 Minuten vor dem Abheben eingeleitet. Dieser Raupenschlepper transportierte schon in den Jahren 1967 bis 1973 die gewaltige Mondrakete Saturn V zu ihrer Startplattform. Die Betankung erfolgt auch beim Raumtransporter erst am Startplatz. Trotzdem muss das Gerät mit aller Sorgfalt transportiert werden. Über 5,5 Kilometer ist der Schotterweg lang, auf dem der Raupenschlepper sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,5 Kilometern pro Stunde bewegt. Diese Bilder wurden vor wenigen Wochen aufgenommen. Die Columbia steht nun an dem Ort, von dem aus sie ihre Reise ins Weltall mit den Astronauten John Young und Robert Crippen antreten wird. Noch einmal vergehen Wochen mit der Reparatur der Hitzeschutzkacheln. Aber am 20. Februar findet der letzte entscheidende Versuch statt. Die Haupttriebwerke des Orbiters werden für 20 Sekunden erfolgreich gezündet. Endlich, am 31. März, wird grünes Licht gegeben. Die Columbia ist startbereit. Meine Damen und Herren, den Start des Raumtransporters Columbia wird die ARD am kommenden Freitag, dem 10. April, ab 13:15 Uhr direkt aus Cape Canaveral übertragen.